Now who want what we got? We rock from dungeons to rooftops. See, we transmit to the masses worldwide and proceed to rock With precise shit. worldwide. In tough times and nice times, for shade over sunshine. Now who want what we got? We rock from dungeons to rooftops. See, we transmit to the masses and proceed to rock With precise shit. Wind up your new car, cheap on some neck. Now who want what we got? We rock from dungeons to rooftops. See, we transmit to the masses and proceed to rock With precise in shit. tough times and nice times, for shade over sunshine. Wind up your new car, cheap on some neck. Now who want what we got? We rock from dungeons to rooftops. See, we transmit to the masses and proceed to rock With precise shit. in tough times and nice times, for shade over sunshine. So, folgendes. Heute gehen wir ein Thema an, das jeder Evo-Fahrer kennt. Wir tauschen die originale Kupplung gegen eine verstärkte aus. Und ebenso tauschen wir das originale Schwungrad gegen ein leichteres Schwungrad aus. Das Ganze habe ich bestellt bei Yapspeed. Der Hersteller der Kupplung vom Schwungrad ist Clutch Competition. Das Schwungrad sieht wie folgt aus. Ich weiß jetzt nicht, wie das Originale im Vergleich aussieht, aber das können wir uns dann im Nachhinein, wenn das Originale ausgebaut ist, nochmal anschauen. Ich glaube, hier sind halt die Flächen ein bisschen mehr ausgefräst, dass ein bisschen weniger Gewicht eben entsteht bei dem Schwungrad an sich. Ich glaube, die Taschen sind auch nicht beim originalen Schwungrad vorhanden. Also ich glaube, das sind so die gröbsten Unterschiede, aber das können wir uns dann im Nachhinein nochmal anschauen. Die Kupplung an sich ist eine Stage 3 Variante von Clutch Competition. Da hat die Kupplungsscheibe an sich so Keramikflächen, die ein bisschen mehr Hitze ab können als das normale organische Material. Die Kupplung an sich ist ausgelegt bis 711 Newtonmeter und ja, da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen Leistung von der Kupplung erwarten und hoffentlich wird sie mich nicht im Stich lassen wie die Originale. Ein Zentrierdorn ist mit dabei, ein Ausrücklager und eben die Druckplatte, die natürlich auch von Clutch Competition ist. Ich würde mal sagen, dass wir das Fahrzeug so weit vorbereiten, dass ich das Getriebe dann mit einem Kollegen rausholen kann und dann schauen wir uns mal das ganze Thema an, wie wir die Kupplung tauschen und was wir da alles machen müssen.
Der eine oder andere wird sich jetzt sicher fragen, warum ich hier die ganze Vorderachse wegbaue, um die Kupplung zu wechseln. Ich möchte im Nachhinein das Fahrwerk, das ich neu bestellt habe, von BC Racing verbauen. Bremsscheiben, Bremsbeläge habe ich ebenfalls neu da liegen und ich möchte die Bremssättel frisch pulvern lassen. Also kommt das alles erstmal weg und im Nachhinein, wenn ich die Kupplung gewechselt habe und das Getriebe wieder drauf ist, möchte ich die ganzen Teile, die ich dann sozusagen neu gekauft habe, alle gleich dran bauen. I free flows from coast to coast. Freaky, 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 freaky,
es hier so sehen kann, aber ich glaube, dieses Lager werde ich auch tauschen müssen. Also man sieht, dass schon Risse vorhanden sind, deswegen das machen wir auch noch. Müssen wir jetzt noch den hinteren Getriebehalter wegschrauben. Den oberen Getriebehalter da oben. Und dann kann man wegmachen, den Scheiß. Dann müssen wir es noch ein bisschen unterstützen, vielleicht ein bisschen. Ich wollte eigentlich noch Hölzer und so mitbringen, aber ich dachte, du hast alles. Aber Die Gummidinger reichen doch. Ah ja, passt. Hinter dem Halter ist die schlimmste Schraube zum Öffnen überhaupt. Also da dauert es eigentlich am meisten. Sonst geht alles auf wie Butter und überall ist Platz. Aber hier muss man die Achse absenken, um die Schraube hinter dem Lager öffnen zu können. Und den Halter dann rauszuholen und das Getriebe halt ohne Probleme aus der Karosse rauszuholen. This country, you gotta make the money. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Sag mal, mach mal Licht drauf. Oh ja. Schau mal, die hat richtig was abbekommen. guck mal, wie blau das geworden ist. Siehst du? Ja. Hm? Okay.
Aber guck mal, Schwungscheibe im Vergleich zu Schau der mal. Original. Guck mal, hier sind die Ausfräsungen gar nicht da. Siehst du? Das leichtere meinst du? Ja, beim leichteren, ja. Und du hast, bei der Verschraubung hast du auch so Löcher. Und hier nicht. Die ist komplett voll, überall. Mhm.